Tief in den Bergen Japans lebte in einem Tempel einst ein junger, fleißiger Novize, der einem alten Abt diente. Eines Morgens sprach der Abt: Heute gehst du in den Wald und sammelst Kastanien. Aber sei vorsichtig, in diesen Bergen lebt die Berghexe Yama-Uba, und sie hat selten gute Absichten. Bevor der Junge losging, drückte ihm der Abt 3 Papieramulette in die Hand. Nutze sie nur in echter Not. Jeder dieser Zettel hat eine besondere Kraft. Der Junge ging somit in den Wald, sammelte fleißig Kastanien, als plötzlich eine Stimme erklang. Na, guter Junge, ganz allein hier? Vor ihm stand eine alte Frau mit einem freundlichen Lächeln. Du arbeitest so fleißig, komm doch mit zu mir. Mein Haus ist gleich dort vorne. Du musst hungrig sein. Und da sein Magen knurrte und die Frau harmlos wirkte, folgte der Junge ihr. Als sie das Haus erreichten, bereitete die Alte ihm einen leckeren Eintopf aus Berggemüse zu. Dann erklärte sie dem Jungen mit einem Lächeln, sie habe noch eine kleine Überraschung für ihn und müsste dafür kurz in die Küche gehen. Der Junge blieb allein in der Stube zurück. Doch nach einer Weile überkam ihn Unbehagen. Er beschloss, sich leise umzusehen. Und er erschrak furchtbar. Im Nebenzimmer lagen menschliche Knochen, ordentlich aufgehäuft. In diesem Moment hörte er die Alte in der Küche murmeln. Ihre Stimme klang nun tief und rau. Der kräftige Junge wird mir gut schmecken. Und sie verwandelte sich in eine Hexe mit funkelnden Augen. Die Yama-Uba. Sie packte den Jungen mit eisernem Griff. Du wirst mein Abendessen sein, zischte sie. Äußere deinen letzten Wunsch. Trotz seiner Panik blieb der Junge geistesgegenwärtig. Bitte, bevor du mich kochst, lass mich noch einmal mein kleines Geschäft verrichten. Die Hexe stutzte aber willigte schließlich ein. Sie band ein Seil um den Jungen und sagte: Geh zu dem Baum dort. Aber bleib an der Leine. Der Junge ging zum Baum und überlegte fieberhaft, wie er der Hexe entkommen konnte. Er löste das Seil behutsam von seiner Hüfte, nahm den ersten Zettel, den er vom Abt erhalten hatte, aus seinem Kimono und band ihn mit dem Seil geschickt an einen Ast. Die Hexe, die am Haus auf ihn wartete, wurde ungeduldig und rief: Beeil dich. Doch der Zettel begann ein leises Plätschern zu erzeugen, genau wie ein Junge, der sein Geschäft verrichtet. Die Yama-Uba dachte also, er sei noch beschäftigt. Doch irgendwann verlor sie die Geduld. Genug jetzt, ich hole dich. Sie zog kräftig am Seil, so heftig, dass der Ast mitsamt dem Zettel abbrach und ihr entgegenflog. Nun begriff die Hexe, dass der Junge sie getäuscht hatte und längst in den Wald geflohen war. Wutentbrannt stieß sie ein Kreischen aus und rannte ihm hinterher, tief hinein in die Bäume. Lauf nur, kreischte die Hexe hinter ihm. Ich hole dich sowieso. Der Junge rannte so schnell er konnte weiter und warf den zweiten Zettel hinter sich. Sofort brach ein wilder Fluss hervor, reißend und laut, der sich quer durch den Wald wälzte. Die Hexe starrte den tobenden Strom an und lachte höhnisch. So ein bisschen Wasser wird mich nicht aufhalten. Sie beugte sich hinab und trank. Sie trank den gesamten Fluss leer. Der Junge hatte aber etwas Zeit gewonnen und rannte weiter durch den Wald. Doch nachdem alles Wasser verschwunden war, lachte die Hexe diabolisch und nahm die Verfolgung wieder auf. Der Junge hatte zum Glück noch einen letzten Zettel in seinem Ärmel, den er zwischen sich und der Hexe warf. Und dieses letzte magische Papieramulett verwandelte sich direkt vor der Yama-Uba in ein loderndes Feuer, welches ihr den Weg versperrte. Kurz hielt sie inne, dann rief sie: Auch das Feuer wird mich nicht aufhalten. Die Hexe holte daraufhin einmal tief Luft und dann spuckte sie das ganze Wasser, das sie zuvor geschluckt hatte, wieder aus, um das Feuer zu löschen. Und schon bald waren sämtliche Flammen im Wald gelöscht. Doch der Junge hatte wieder einen kleinen Vorsprung gewonnen und flüchtete weiter in Richtung seines Tempels. Als schließlich nur noch ein paar Rauchschwaden über den Bäumen standen, machte sich die Hexe wieder auf den Weg. In der Abenddämmerung näherte sich der Junge endlich seinem Zuhause. Er hastete zum Tempel und die langen Stufen hinauf, doch als er sich umblickte, sah er, dass die Yama-Uba ihm noch immer dicht auf den Fersen war. Der junge Novize erreichte schließlich das schwere Eingangstor, pochte und hämmerte verzweifelt dagegen und flehte um Einlass, bis sich das Tor endlich öffnete. Im Tempelinneren schilderte er dem Abt hastig die ganze Begegnung und warnte ihn, dass die Yama-Uba schon unterwegs zum Tempel war.
Am Eingangstor angekommen, ließ die Hexe es mit Hilfe ihrer magischen Kräfte aufspringen, als wäre es aus Papier. Im Tempel saß der Abt gerade beim Abendmahl, als die Hexe hereinkam und zu ihm sagte: »Gebt mir den Jungen, ich weiß, dass er sich hier versteckt.« Der Abt aber blieb ruhig und entgegnete: »Hexe, du siehst erschöpft und kraftlos aus. Vielleicht solltest du besser nach Hause gehen und dich ausruhen.« Da wurde die Hexe noch wütender. Sie sagte: »Du wagst es, mich als kraftlos zu bezeichnen? Ich werde dir zeigen, wie mächtig ich bin.« Und die Hexe verwandelte sich in eine riesengroße Gestalt, die fast bis an die Decke des Tempels reichte. Doch der Abt blieb unbewegt und sprach: »Sich groß zu zeigen ist keine Kunst. Wahre Macht gehört nur denen, die die Kraft besitzen, sich klein zu machen.« Die Yama-Uba lachte höhnisch. »Das ist doch keine Schwierigkeit.« Und schwupps zauberte sie sich klein wie eine Maus. »Nun gebt mir den Jungen oder ich mache Kleinholz aus dem Tempel.« Doch der Abt lachte und griff mit seiner Hand nach der Hexe auf dem Tisch. Und er schob die nun winzige Yama-Uba geschickt in eine Mochi-Kugel in seiner Schüssel. Der alte Abt zuckte kurz mit den Achseln, nahm die Mochi und stopfte sie sich in den Mund. Der junge Novize, der hinter einem Vorhang alles mit angesehen hatte, traute seinen Augen kaum. Der Abt aber sprach zu ihm: »Siehst du, wer seine Mittel klug einsetzt, kann selbst die größte Gefahr meistern. Genau wie du mit den 3 Zetteln, die ich dir gegeben habe, gezeigt hast.« Diese Erzählung, bekannt als Sanmai no Ofuda, die 3 heiligen Zettel, gehört zu den ältesten überlieferten Märchen Japans.